Also damals war es in Deutschland nicht so freundlich für berufstätige Mütter, wie es heute ist. Und viele haben dann so aus meinem Bekanntenkreis auch tatsächlich ihre Arbeit gekündigt damals, um eben ihre Kinder betreuen zu können. Mein ältester Sohn ist 27 und der jüngste ist 21. Also damals haben wir nicht so viel Geld gehabt und dann habe ich hin und her überlegt, wie lange ich Elternzeit nehme. Dann habe ich damals mit meinem Chef gesprochen und gefragt, ob das möglich ist, weil es gab nicht das Gesetz, dass es verpflichtend war damals, dass man Teilzeit arbeiten durfte. Ich glaube, ich habe am Anfang 3 Vormittage gearbeitet, als ich wieder angefangen habe, und ich habe schon nach 9 Monaten wieder angefangen zu arbeiten. Der Vater hat eben keine Freistellung bekommen. Er musste ganz normal seinen Urlaub dafür nehmen, um dann auch ein paar Tage zu Hause bleiben zu können in den Anfangszeiten. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich das eigentlich genossen, immer Teilzeit zu arbeiten. Das habe ich natürlich auch immer mit meinem Mann abgesprochen, weil so ein bisschen schlechtes Gewissen kommt dann ja doch rüber, dass ich dann auch gedacht habe, als die Kinder größer wurden, jetzt ist es nicht mehr zwingend notwendig, zu Hause zu sein, aber es ist natürlich schön, auch für die Kinder, wenn sie von der Schule kommen und da ist jemand. Da bleibt das natürlich nicht aus, dass man dann als Mutter doch viel, viel mehr macht mit den Kindern. Aber eigentlich, also ich kann mich da jetzt rückblickend nicht irgendwie beklagen, dass ich jetzt so das Gefühl hatte, oh, das bleibt alles an der Mutter hängen und der Vater, der geht nur arbeiten und bringt das Geld nach Hause. Das war auch damals bei uns schon nicht mehr so. Ich glaube, das war in der Generation vor uns noch wieder anders. Also ein bisschen, glaube ich schon, ist die Karriere für eine Frau auch heute noch nicht ganz so wie für einen Mann, wenn man durchgängig Vollzeit arbeitet. Und eigentlich waren wir uns da immer einig. Ich habe schon meine Arbeitszeit weiter erhöht, aber ich bin nie wieder auf Vollzeit gegangen. Also anfänglich war es schon so, ja, dass ich so das Gefühl hatte, ich gehe zur Arbeit, um jetzt wirklich nur das Geld zu verdienen. Aber ich habe da jetzt keine großen Karrierechancen oder ich werde jetzt auch nicht mehr so anerkannt, wie ich vielleicht früher anerkannt wurde. Das war schon anfänglich in den ersten Jahren, das muss ich schon sagen. Und ja, klar, dadurch, dass ich Teilzeit gearbeitet habe, habe ich natürlich auch weniger in die Rentenkasse eingezahlt. Da macht man sich, oder habe ich mir natürlich auch schon Gedanken drüber gemacht. Es wäre bestimmt schlimm, wenn man sich dann irgendwann trennt. Also dann glaube ich schon, dass Frauen da benachteiligt sind. Das glaube ich schon. Wenn die wirklich viele, viele Jahre wenig Geld verdient haben, weil sie die Kindererziehung hauptsächlich übernommen haben. Aber ich denke da immer ganz positiv. Und wir sind noch ein Ehepaar nach vielen, vielen Ehejahren und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ich hoffe, dass wir beide gemeinsam alt werden und dann ist es auch okay. Dann haben wir es beide über die Jahre so gemacht und haben dann auch wieder unser gemeinsames Einkommen als Rentner. Und da kommt dann dieses Ehegattensplitting auch also man kann eben gemeinsam veranlagen oder getrennt veranlagen, aber es macht einfach als Familie und wenn tatsächlich diese Gehaltsunterschiede da sind, macht es schon Sinn, dass man das gemeinsam veranlagt und dann zahlt man wohl tatsächlich auch weniger Steuern. Aber klar, also wenn man also früher ja immer für sich selber verdient hat und dann auf einmal auf diese Gehaltsabrechnung guckt und diesen Steuerabzug sieht, dann ist es anfänglich schon bitter. Heute ist es in Deutschland, glaube ich, viel, viel freundlicher. Also wenn ich meine jungen Kolleginnen heutzutage sehe, wenn die schwanger werden, da ist schon so eine Selbstverständlichkeit heutzutage. Wenn sie wiederkommen, dass sie Teilzeit arbeiten können, dass sie sich aussuchen, wann sie wiederkommen. Und auch die Väter können ja heutzutage auch Elternzeit nehmen. Da wird auch nicht groß drum gebettelt und gebeten, so wie es bei mir damals gewesen ist, sondern das ist schon normal. Ich fand das schön, für meine Kinder da sein zu können und habe das genossen. Und da war das irgendwie mit dieser beruflichen Karriere in den Anfangszeiten für mich auch nicht so wichtig. Also dass ich da jetzt irgendwie gedacht hätte, ich verpasse was oder ich versäume was. Also ich fand es schön, für die Kinder da zu sein, als sie klein waren und habe mich da jetzt auch nicht benachteiligt gefühlt. Also ich habe mich immer gut gefühlt bei den Entscheidungen, die ich da getroffen habe.